So, nach der schriftlichen jetzt auch nochmal die mündliche Warnung. Einige der Infos und Bilder, die jetzt folgen werden, könnten für euch brutal oder verstörend sein. Deshalb bitte nur dann weiterschauen, wenn ihr euch auch wirklich sicher seid, dass ihr mit dem klarkommt, was jetzt kommt. Das ist nämlich ein Thema, das extrem brutal ist. Ein Thema, über das aber viel zu wenig gesprochen wird, finde ich. Ihr wisst ja, momentan jährt sich das Kriegsende, das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 70. Mal. Überall gibt es Paraden und Feste und es wird gedacht natürlich auch an die Befreiung der Konzentrationslager. Ganz wichtiges Thema. Wenn ihr euch generell interessiert für Konzentrationslager im Dritten Reich, dann könnt ihr auf dieses Video hier klicken, das ich für das MDR-Fernsehen gemacht habe. Aber es gibt auch ein Thema, über das in diesem ganzen Zusammenhang wenig gesprochen wird, nämlich über Ärzte, die nicht das Leben von Menschen gerettet haben, sondern das Leben von Menschen beendet haben. Täter in weißen Kitteln bei Menschenversuchen. Was damals genau passiert ist und wie später die Kriegsgewinner, vor allem die USA, davon profitiert haben. Darum geht's jetzt. In den Konzentrationslagern der Nazis wurden Menschen geschlagen, gefoltert und sie wurden umgebracht. Das dürfte eigentlich jeder von euch wissen. Diese Konzentrationslager waren aber noch was völlig anderes. Sie waren ein Paradies für sadistische Ärzte, die dort das bekommen haben, was sie sich nur in ihren kühnsten Träumen vorgestellt haben. Jede Menge Menschen, mit denen sie das machen konnten, was sie schon immer machen wollten. Als einer der ersten erkennt diese Möglichkeit der junge Arzt Sigmund Rascher. Sigmund Rascher ist Arzt für die Luftwaffe, kommt übrigens später selber ins KZ und wird dort hingerichtet, weil er zusammen mit seiner Frau eine Schwangerschaft vorgetäuscht haben soll, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Erstmal ist Sigmund Rascher glühender Nazi und vor allem Fan des SS-Chefs Heinrich Himmler. Mit dem steht er in regem Briefaustausch, denn Heinrich Himmler hält sehr viel von Sigmund Rascher. Und einige der Briefe, die Rascher an Himmler schreibt, sind festgehalten in diesem Buch hier, Medizin ohne Menschlichkeit von Alexander Mitscherlich, in dem Mitscherlich verschiedene Dokumente im Rahmen der Menschenversuche der Nazis aufführt. Am 15. Mai 1941 schreibt er an Himmler: Hochverehrter Reichsführer, für Ihre herzlichen Glückwünsche und Blumen zur Geburt meines zweiten Sohnes danke ich Ihnen ergebenst. Es ist auch diesmal wieder ein kräftiger Junge. Jetzt schleimt sich Rascher weiter bei Himmler ein und dankt ihm für Geld, das er ihm geschickt hat und so, und dann kommt die entscheidende Stelle. Zurzeit bin ich nach München zum Luftgaukommando 7 kommandiert für einen ärztlichen Auswahlkurs. Während dieses Kurses, bei dem die Höhenflugforschung eine sehr große Rolle spielt, wurde mit großem Bedauern erwähnt, dass leider noch keinerlei Versuche mit Menschenmaterial bei uns angestellt werden konnten, da die Versuche sehr gefährlich sind und sich freiwillig keiner dazu hergibt. Daher stelle ich die ernste Frage, ob 2 oder 3 Berufsverbrecher für diese Experimente zur Verfügung gestellt werden können. Dieser Brief ist die erste offiziell dokumentierte Bitte eines deutschen Arztes im Dritten Reich, Menschen für Versuche zu bekommen. Versuche, bei denen man nicht genau weiß, wie sie für die Menschen enden werden, ob die Menschen vielleicht sterben. Und die Antwort kommt sehr schnell. Der persönliche Referent von Heinrich Himmler antwortet nach kurzer Zeit: Kein Problem, Sie bekommen Ihre Menschen für die Versuche. Die Frage ist, was versprechen sich die Nazis davon? Der erste Grund ist der Krieg. Ganz klar, Kriege bringen immer auch medizinische Probleme mit sich. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass Piloten, wenn sie sehr schnell aufsteigen, bewusstlos werden. Oder Mittel, die man Soldaten zum Aufputschen mitgibt an die Front, haben starke Nebenwirkungen und das will man natürlich künftig verhindern. Der zweite Grund ist auch noch relativ nachvollziehbar. Da geht es einfach darum, dass man weiterkommen will in der Wissenschaft. Antibiotika gibt es zum Beispiel noch nicht so lange und ist auch noch nicht so gut getestet. Deswegen will man schauen, wie reagieren Menschen darauf. Ärzte und Wissenschaftler sind einfach neugierig. Der dritte Grund hat mit der perversen Rassenideologie der Nazis zu tun. Die Nazis unterteilen die Menschen ja in Rassen und bestimmte Rassen sollen ausgemerzt werden. Es soll verhindert werden, dass diese Rassen weiter Nachkommen bekommen. Zurück zu Sigmund Rascher. Sigmund Rascher darf im KZ Dachau forschen an Menschen und in seinem Sinne ist es auch sehr erfolgreich und dieser Erfolg spricht sich schnell rum, auch in anderen KZs. Und schnell merkt man, okay, das können wir auch für andere Dinge nutzen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das, was ich eben angesprochen habe, das Verhindern von Nachkommen bei bestimmten Rassen. Das hier ist Viktor Brack. Viktor Brack ist einer der führenden Ärzte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und Viktor Brack findet die für die Nazis perfekte Methode, nämlich
Röntgenstrahlen. Er entwickelt eine Methode, bei der die Opfer sich an Schalter anstellen müssen, verschiedene Fragen beantworten müssen, so 2-3 Minuten. Sie schöpfen überhaupt keinen Verdacht und während sie an dem Schalter die Fragen beantworten, werden sie von vorne und von hinten bestrahlt mit Röntgenstrahlen und nachdem sie den Schalter wieder verlassen, sind sie sterilisiert bzw. kastriert, können nie wieder Kinder zeugen, nie wieder Kinder bekommen. Bei den Versuchen zu dieser Methode sterben unglaublich viele Menschen und unglaublich viele Menschen werden dabei schwer verletzt. Sehr viele Tote und Verletzte gibt es auch bei den Versuchen, die Sigmund Rascher in Dachau durchführt. Dort geht es vor allem um Überdruck und es geht um Kälte. Zum einen soll für die Luftwaffe getestet werden, wie denn Menschen mit hohem Druck klarkommen. Dafür werden wahllos Häftlinge aussortiert und in Druckkammern gesperrt, wo dann beobachtet wird, was mit ihnen passiert, wenn der Druck steigt. Es wird simuliert, als wären diese Menschen in 12, 13 Kilometern Höhe. Und ganz klar, da wird natürlich der Atem langsamer, irgendwann werden die Menschen bewusstlos, irgendwann sind sie tot. Das wird alles minutiös in Protokollen notiert. Zur Kälte werden Versuche gemacht, weil man wissen will, wie kann man Soldaten helfen, die mit dem Flugzeug abstürzen und dann irgendwo im kalten Wasser landen. Dafür werden Häftlinge 9 bis 13 Stunden bei Minusgraden nackt nach draußen gestellt und man schaut, wie verändert sich die Körpertemperatur, wann erfrieren sie, was passiert sonst so mit ihnen. Besonders pervers ist dabei ein Versuch, bei dem ein nackter Mann mit 2 nackten Frauen bedeckt wird und man schaut, ob diese sexuelle Erregung, die automatisch bei einem Mann in so einer Situation entsteht, dafür sorgt, dass es dem Mann wieder wärmer wird. Noch ein anderes Beispiel. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sind die KZs für Wissenschaftler auch Orte, an denen sie neue Substanzen, neue Medikamente ausprobieren können, teilweise auch Drogen ausprobieren können. Besonders berüchtigt sind dabei die Versuche im KZ Buchenwald. Dort wird ein kompletter Block, der Block 46, mit Fleckenfieber infiziert. Die Menschen bekommen diese Erreger eingespritzt und man probiert dann verschiedene Medikamente an ihnen aus, teilweise auch Impfstoffe und am Ende sterben 90%. Darunter sind auch Kinder. Apropos Kinder. Im KZ in Auschwitz gibt es einen Lagerarzt, dessen Name wie kein anderer für die brutalen Menschenversuche der Nazis im Dritten Reich steht, nämlich Josef Mengele. Josef Mengele ist der Lagerarzt in Auschwitz und er ist ein glühender Verfechter der nationalsozialistischen Ideologie und versucht, die Rassenvorstellungen im Sinne der Nazis auch als Arzt umzusetzen. Zu seinen liebsten Beschäftigungen, so sagen es Beobachter, gehört es, an der Verladerampe zu stehen, wenn neue Häftlinge ankommen und zu entscheiden, du darfst arbeiten, du kommst direkt in die Gaskammer. Und das ist nicht das Einzige. Zu seinen Hobbys gehört es auch, sich mit Zwillingen zu beschäftigen. Zum einen aus wissenschaftlichem Antrieb, zum anderen, man kann es nicht anders sagen, aus sadistischen Gründen. Zwillinge werden ohne Narkose, ohne Betäubung operiert, um zu gucken, wie empfinden die den Schmerz. Oder es werden in irgendwelche Chemikalien eingespritzt oder andere giftige Stoffe. Meine Meerschweinchen nennt Josef Mengele diese Zwillinge. Und er probiert auch noch andere Dinge. Er will zum Beispiel wissen, kann man denn die Augenfarbe von Menschen verändern? Er hat verschiedene Substanzen, die er Kindern in die Augen tropft, um zu gucken, ob sich was ändert. Meistens ändert sich nicht viel, außer dass diese Kinder blind werden und an den Entzündungen oft auch sterben. Man könnte jetzt noch eine ganze Weile weitermachen von den Gräueltaten, die Josef Mengele und andere Ärzte in den KZs begangen haben. Man könnte darüber sprechen, wie große Pharmakonzerne, die es teilweise heute auch noch gibt in Deutschland, profitiert haben von den Menschenversuchen, weil sie Medikamente testen konnten, oder wie auch große Unis oder andere Institute profitiert haben, zum Beispiel die Uni Straßburg, die hat einmal gesagt, ach, wir hätten gern so rund 100 Skelette von Juden, schickt uns doch mal was rüber. Naja, und dann kamen 100 Skelette von Juden, die extra dafür getötet wurden. Aber was sich direkt aufdrängt, ist die Frage, was ist denn mit diesen Menschen passiert, die solche furchtbaren Verbrechen begangen haben? Im Großen und Ganzen ist ihnen kaum etwas passiert. 90.000 Ärzte waren praktizierend im Dritten Reich und von diesen 90.000 haben sich 350 ungefähr an den Menschenversuchen beteiligt. Von diesen 350 Ärzten wiederum wurde gerade mal 20 Ärzten der Prozess gemacht. Und zwar im Rahmen der Nürnberger Prozesse. Es gab da den sogenannten Nürnberger Ärzteprozess. Und bei diesem Ärzteprozess haben alle Angeklagten auf Folgendes plädiert. Nicht schuldig. Ja, nicht schuldig.
nicht schuldig. Und begründet haben die Ärzte das damit, dass sie gesagt haben, naja, wir haben gedacht, das waren sowieso alles zum Tode Verurteilte und deswegen war es in Ordnung. Einigen der Angeklagten in diesem Ärzteprozess hilft das auch. 7 werden freigesprochen, 7 werden hingerichtet und der Rest erhält Freiheitsstrafen. Es gibt dann später in den kommenden Jahren noch weitere kleinere Prozesse, aber wirklich bestraft für die Verbrechen wird kaum jemand. Josef Mengele kann sogar unbehelligt bis 1979 in Brasilien leben, wo er dann eines natürlichen Todes stirbt. Einige der Verbrecher, man kann es nicht anders sagen, von damals kommen sogar in hohe Positionen. Sie werden Direktoren von Krankenhäusern, von Unis und sie arbeiten teilweise sogar als Kinderärzte. Warum das so ist, das ist aus heutiger Sicht einigermaßen klar. Ein wichtiger Grund ist, dass einige der Beschuldigten für die Siegermächte, genauer gesagt für die Amerikaner, sehr wichtig sind. Noch in den letzten Kriegsmonaten wird mit Leo Alexander ein Experte nach Deutschland geschickt, um alles zu sichten, was irgendwie mit den Erkenntnissen aus den Menschenversuchen zusammenhängt. Und nicht nur die Materialien, die im Laufe der Jahrzehnte immer wieder in der Wissenschaft verwendet werden, sind wichtig, sondern auch die Menschen, die dahinter stecken. Es gibt einige führende NS-Mediziner, die später für die Amerikaner arbeiten. Er hier zum Beispiel, der Luftfahrtmediziner Friedrich Struckhold. Er ist als leitender Arzt verantwortlich für viele Druckversuche im KZ Dachau und wird später Professor für Weltraummedizin bei den Amerikanern und begleitet die Apollo-Mission, also die Mission, bei der Menschen zum ersten Mal auf den Mond geschickt werden, medizinisch. Ohne ihn hätte diese Mission in dieser Form vermutlich nicht stattfinden können. Das soll aber auf gar keinen Fall relativieren, was da im Dritten Reich passiert ist, welche brutalen, welche schlimmen Dinge da abgelaufen sind. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Japaner waren viel schlimmer. Ich finde es allein schlimm, solche Dinge zu vergleichen. Wenn ihr euch mit diesem Thema noch näher befassen wollt, und das finde ich persönlich sehr wichtig, welche Verbrechen im Dritten Reich von Medizinern begangen wurden, dann habe ich euch unten in der Infobox was verlinkt. Da findet ihr weitere Informationen zu. Die Bilder hier in diesem Video habe ich übrigens zu einem großen Teil von einem tollen Channel, nämlich von Chronos History. Den Channel findet ihr hier, dort findet ihr sehr viele Originalaufnahmen, historische Originalaufnahmen. Ich empfehle euch unbedingt dort mal vorbeizuschauen. Dort findet ihr weitere Dinge, falls ihr euch für Geschichte interessiert. Das war's mit diesem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.